Hi Leute, bevor es heute richtig losgeht, möchte ich euch unbedingt zwei People of Color ganz stark ans Herz legen. Die verfolge ich schon länger, die machen unfassbar tollen Content und schaut euch die bitte auf jeden Fall an. Die erste Person ist Jordan Harrod, die ist auch Doktorandin in den USA im Bereich KI, also künstliche Intelligenz, und macht wahnsinnig tolle, kurze Videos, in der sie alles Mögliche erklärt, eben aus diesem Umfeld KI und Technologie. Und nachdem ich, soweit ich weiß, in meinen eigenen Videos nur hier Großsachen von meinem eigenen Kanal verlinken kann, packe ich den Link zu ihrem Kanal dann in meine Videobeschreibung. Die zweite Person ist OddJ, macht ganz tolle Companion-Robots, kommt also aus der Maker-Szene. Und da habe ich in erster Linie den Instagram-Account gefunden. Er hat aber auch Twitter. Und ja, guckt euch unbedingt die Sachen an, die er baut. Die sind ganz toll, immer so ein bisschen so im Steampunk-Stil, würde ich das beschreiben. Und ja, total abgefahren und ich finde den furchtbar inspirierend. Also schaut euch die beiden bitte unbedingt an. Danke. Hi und willkommen zu einer neuen Folge Work in Progress. Die Platinen sind leider noch nicht gekommen, aber ich habe sie immerhin abgeschickt. Darüber bin ich schon sehr froh. Ich habe nämlich noch ein größeres Problem entdeckt. Wenn ihr bei Osh Park die Platinen in diesem After Dark Design kennt, oder besser gesagt, wenn nicht, dann guckt euch vielleicht mal ein Bild an. Die funktionieren so, dass man eine schwarze Grundschicht hat, auf die dann transparenter Stopplack kommt. Und naja, Kupfer, das da drunter liegt, erscheint dann ein bisschen dunkler und Kupfer, das frei liegt, ein bisschen heller. Und ich wollte unbedingt auch eine Platine damit machen, weil ich glaube, dass die Pico Planet Designs da super gut rauskommen würden. Das Problem, auf das ich kurz vor Ende gestoßen bin, ist allerdings, dass ich, an die Stellen, wo kein Lack ist, auch keinen Siebdruck aufbringen kann. Deswegen hat der Generator jetzt eine überarbeitete Fassung bekommen und ihr seht auch, dass hier die Rakete und die kleinen Deko-Sachen praktisch gerade verschwinden. Das liegt daran, dass ich nochmal eine Form erzeugen muss, wo ich wieder Stopplack hinzufüge, damit da später drauf gedruckt werden kann. Blöd. Das brauche ich aber bei dem anderen nicht. Und damit ich mir auch ein bisschen Arbeit spare, habe ich in meinem JavaScript-Code jetzt schon definiert, welche Form auf welche Schicht kommt. Ich baue mir also schon das passende SVG, das ich dann nur noch im Inkscape-Plugin exportieren muss, damit ich es in KiCad öffnen kann. Wenn euch der ganze Prozess interessiert, dann schaut am besten nochmal in das letzte Video rein. Ansonsten trudeln jetzt schon die ersten SMD-Bauteile ein. Eine Heißluft-Reworkstation, ein Mikroskop und Pogo-Pins sind auch schon da. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Platinen und die restlichen Teile. Und dann können wir nächstes Mal Platinen bauen. Ja, was habe ich denn dann eigentlich die letzten 2 Wochen so getrieben? Es waren mal wieder Paper-Deadlines und ich hänge immer noch an meiner AI für Zeichenunterstützung. Und ich habe eine kleine User-Studie durchgeführt und ich kann euch mal die Oberfläche zeigen, die die Leute dann benutzt haben. Ich fand die ziemlich witzig. Man konnte Folgendes machen. Man konnte sich 2 Template-Bilder auswählen. Also einmal dieses Kringelbild und einmal dieses Bild mit den verschachtelten Boxen. Das ist praktisch die Vorlage, die die KI nimmt, um Sachen zu vervollständigen oder beim Zeichnen zu helfen. Es gibt hier oben das Tool, das hervorragend mit None beschriftet ist. Das heißt, ich kann einfach nur zeichnen. Dann kommen wir zu den spannenden Dingen. Es gibt das Autocomplete-Tool. Das heißt, ich habe hier Kringel-Template ausgewählt mit Autocomplete. Ich kann hier eine Form zeichnen und die KI vervollständigt sie in dem Fall nicht so toll. Das ist schon mal das beste Beispiel. Hier zeichnet sich ein Kringel hin. Jetzt seht ihr schon, was so passieren kann. Es kann nämlich sein, dass manche Formen das Modell im Endeffekt verwirren. Das heißt, es zeichnet nicht richtig weiter oder es weiß nicht so richtig, was damit soll und schlägt dann eher vor, die Linie zu beenden. Kann auch vorkommen. Das ist noch so ein bisschen, die problematische Seite an dem ganzen Ding. Ich kann jetzt hier aber lauter witzige Kringel zeichnen und
oder Schnörkel oder was auch immer. Und das ist ziemlich witzig. Wenn wir jetzt auf die Boxen umschalten und ich fange mit einer Linie an, dann versucht er irgendwie hier die Boxen zu vervollständigen. Da sieht man jetzt auch schon wieder eine sehr spannende Sache, weil dieses Autocomplete-Tool schaut sich immer den nächsten nahegelegenen Pfad an, den es so findet. Also den einen Pfad, der am nahegelegensten ist, und nimmt den als Kontext. Das heißt, diese Box, also anders gesagt, wenn ich jetzt hier unten eine Box hinzeichne oder starte, dann wird das Rechteck darüber, zum Kontext für das neue Rechteck. Und man sieht hier schon sehr schön, dass die Linien sich daran ausrichten. Ja? In der Vorlage sind die Linien ja auch alle, also jede Seitenrichtung ist parallel, die Boxen sind verschachtelt, das heißt, die haben alle eine gleiche Ausrichtung. Und wenn ich hier dann in der Nähe eine neue Box starte, dann übernimmt die Ausrichtung der vorherigen Box. Das ist halt schon ziemlich nice. Dann gibt's noch das Stempeltool. Das wurde von den Nutzern sehr kontrovers benutzt, sehr spannend. Also da war die Range von ich hasse es bis zu ich liebe es, war alles dabei. Wir gehen mal wieder auf das Curly Template zurück. Ich kann jetzt irgendwo hinklicken und genau, man sieht, dass er was zeichnet. Fliege, verschwinde. Und man sieht auch in dem Fall hier zum Beispiel, was er als Kontext benutzt und wo er hinzeichnet. Das Tool, und ich glaube, das ist auch das Problem, warum Leute das komisch finden, weil die Erklärung in dieser Studie war jetzt natürlich nicht sehr ausführlich, ja, aber manche Dinge darf man in Studien auch vorneweg einfach nicht verraten. Sonst macht es das Studiendesign kaputt. Das Problem hier ist praktisch, dass wenn ich einen Punkt auswähle, wo das neuronale Netz mir danach was hinzeichnen soll, dann mache ich einen Klick. In dem Fall hat es hervorragend funktioniert. Er fängt in etwa da an, wo ich ihn geklickt habe. Es kann aber auch sein, dass das neuronale Netz sagt, ja, wir sind jetzt hier, aber ich würde noch weiter weglaufen wieder von dem Punkt und dann erst zeichnen. Und das verhindere ich in dieser Fassung nicht. Das heißt, es kann auch sein, ich klicke irgendwo hin und der Stempel landet dann doch noch mal ein Stück woanders. Das macht das natürlich ziemlich unkontrollierbar. Und es ist auch ein bisschen, hier zum Beispiel, da ist es jetzt leicht versetzt. Und es ist auch ein bisschen, nicht schade, aber interessant zu sehen, dass über dieses Stempeltool meistens kleine Kringel entstehen. Bin mir nicht ganz sicher, warum, wenn ich ehrlich bin. Das erschließt sich mir noch nicht genau. Das muss ich mir auch noch mal genauer angucken, wieso das passiert. Ich meine, ihr seht ja, es kommen auch große raus, aber es entstehen halt auch kleine. Dann kann ich das gleich auch hier mit den Boxen machen. Was man jetzt nämlich auch sehr interessant sieht, ist, wenn man das benutzt, zieht er sich ja auch den letzten Pfad als Kontext. Wenn der Kontext aber eine Linie ist aus diesem anderen Template, dann führt das auch wieder eher zu Verwirrungen. Sieht man hier, dass diese Boxen oft ein bisschen, also sie werden irgendwie irgendwas zwischen einer Box und einem Kringel, irgendwie ein bisschen komisch. Sie funktionieren aber tatsächlich sehr gut. Wenn wir nur zum Beispiel in diesem Boxenmodell bleiben, dann sieht man schon, dann gehen die hervorragend. Genau, das ist das Stempeltool. Dann kommen wir zum letzten Tool, das ist das Suggest-Tool. Das funktioniert so ähnlich wie Autocomplete. Das heißt, ich kann mit einer Linie anfangen und bekomme dann hier eine Reihe an Vorschlägen. Das sind mal mehr, mal weniger. Die sind mal unterschiedlicher, mal ähnlicher. Und daran kann ich mich so entlanghangeln praktisch und nach diese Form bauen. Genau, bis ich im Endeffekt beim Ende ankomme. Das sind die 3, AI-unterstützten Pattern-Zeichen-Tools, die ich momentan so ein bisschen untersuche. Und das ist leider so nicht online, weil ich gerade noch nicht so richtig weiß, wie ich das online bringen kann. Das Problem ist, dass auf dem Server PyTorch laufen muss, sonst kann ich dem Modell nichts füttern. Und es gibt für TensorFlow zum Beispiel so Webversionen, für PyTorch, soweit ich weiß, irgendwie nicht. Wenn ihr Tipps für mich habt, wie man das gut öffentlich zugänglich ins Web packen kann, sagt mir gern Bescheid. Momentan ist das ein Flask-Server, der halt auf meinem Rechner läuft und da halt ein Webserver startet. Und logischerweise will ich das so nicht, meinen Rechner so nicht zugänglich machen. Ich habe schon gesehen, dass es bei Amazon AWS für PyTorch Möglichkeiten gibt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die für mich passen.
Und das Netteste, was ich eigentlich auch bräuchte, wäre, ich würde gerne solche Modelle on the fly weiter trainieren können. Das heißt, hier habe ich jetzt ja fertig trainiert, 2 fertig trainierte Modelle, dieses Boxen, dieses Curls-Modell. Ich würde das aber gerne vielleicht für ein Kunstprojekt so installieren, dass man was Neues zeichnen kann. Dann werden wieder ein paar Epochen mit dem Bild trainiert, dann zeichnet jemand was anderes, es werden wieder ein paar Epochen mit dem Bild trainiert. Sowas fände ich total spannend. Und dafür gehen nicht alle von diesen Angeboten, die es da bei AWS gibt. Also wenn ihr da Erfahrungen und Tipps habt, sagt mir da voll gerne Bescheid. Das ist im Endeffekt mein letzter Stand. Ansonsten sind noch ein paar Sachen passiert. Ich habe einen kleinen Workshop bei einer Firma gemacht, remote, wegen Pandemie. Das war ziemlich witzig, da wird es noch einen zweiten Termin geben. Ich habe bei der Enthusiasticon einen kleinen Talk über Generative Art gehalten. Den Link findet ihr auch unter dem Video. Und am Sonntag ist wieder Makercast. Schaltet da auf jeden Fall ein. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder, hoffentlich mit Platinen und Löten und Bass. Bis dann.